Ich kann leider nicht singen, saufen ist okay. Herzlich willkommen zu Candy Trips. Ich bin Melissa und heute wird es musikalisch, denn wir gehen ins Orwo-Haus. Wir sind heute in Marzahn und Marzahn, für alle, die es nicht wissen, ist sehr weit draußen. Also ganz weit rechts. Und das Einzige, was man hier machen kann, ist eigentlich auch nur wohnen in diesen wunderschönen, riesigen Plattenbauten. Marzahn gilt auch nicht gerade als das ausländerfreundlichste Viertel in Berlin. Aber was ich sehr interessant finde, trotz dessen ist es eins der sichersten Viertel in Berlin. Also auch wenn man immer denkt, man wird hier von Nazis verkloppt, anscheinend nicht so oft. Wir sammeln ein paar Infos über Marzahn. Ja, wir kommen gar nicht hierher. Hättet ihr Lust, ein bisschen was zu Marzahn zu erzählen? Ich komme aus Reinickendorf. Wohnt ihr nicht hier? Nee. Wo kommt ihr her? Wartenberg. Zehlendorf. Es gibt niemanden, der in Marzahn wohnt. Diese ganzen Häuser hier stehen leer. Naja, fast. Gibt es denn irgendjemand, der hier aus Marzahn ist? Direkt mal Alle Hellersdorfer. Man sagt ja immer, Marzahn-Hellersdorf sei total rechts und überall sind nur Nazis und so. Stimmt das? Nee? Ja, ist schon gesunken. Früher waren 7% von der NPD und jetzt sind sie noch 3. Also das hat nur so ein schlimmes Image, aber eigentlich ist es ganz nett. Jeder andere Bezirk, denke ich mal, auch. Wenn man hier über die Straße will, ist so ein bisschen wie Frogger. Kennt ihr noch dieses Spiel, was es früher für die Playstation gab, wo man dieser Frosch war? Weil hier gibt es auch so viele Spuren. Gruselig. Geschafft und wir wurden nicht ausgeraubt. Yeah. Das große Mysterium heute, warum steht da der Besen? Wir sehen das Haus, aber wir kommen nicht hin. Ich höre schon Musik. Seht ihr das große, gruselige Ding? Das ist eine Silberdistel, die steht unter Naturschutz. Die hat noch kein besoffener Musiker umgerannt. Das finde ich sehr beeindruckend hier. Noch eine Silberdistel. Das ist quasi Naturschutzgebiet hier. Ich meine, ey, die sind auch riesig. Aber wahrscheinlich rennt die kein besoffener Musiker um, weil sie diese krassen Stacheln haben. Ob das so schlau ist, in so einem Abrisshaus Fahrstuhl zu fahren? Der Fahrstuhl ist auf jeden Fall nichts für Leute mit Klaustrophobie. Wir haben es endlich gefunden und wir besuchen jetzt die Vereinsvorstandsvorsitzende von diesem Haus. Und ich glaube, die spielt gerade und wir gucken mal, was sie macht. Du bist die Anne. Genau. Und was machst du denn genau hier? Ich mache hier zum größten Teil Musik. Bin hier aber auch Vorstandsvorsitzende. Also das ist ja das größte selbstverwaltende Proberaumhaus in Europa. Wie viele Bands so grob sind hier? Also wir haben irgendwie so 100 Proberäume hier und 600 Musiker rechnen wir. Wen kennt man denn hier so? Na, jetzt unten ist gerade Tim Bensko. Echt, der Herr ist sich nicht zu fein, in sowas zu proben? Das kann man sich ja fast nicht vorstellen. Ja, wir haben unten so einen Showcase-Raum zur Tourvorbereitung und das ist ziemlich gut. Ja, oder Janet Biedermann hat hier früher geprobt. Lustig. Ja, wirklich. Dann die Ohrboten sind hier. Die Happy, Knockator. Wir suchen noch einen Sänger, wir machen Trümmerfrauen Rock'n'Roll. Voraussetzungen sind starker Alkoholismus und naja, singen halt, wa? Ich kann leider nicht singen. Saufen ist okay, aber singen wird schwierig. Vielleicht, weil ich genug gesoffen habe. Busterberg. Nee, Mischka. Mischka. Was seid ihr, eine Rockpolka? Was ist das? Powerpolka. Powerpolka. Wir kommen aus einem kleinen Bergdorf in der Kasachstan. Wir wurden von unseren Frauen vertrieben und wir müssen jetzt in der Westen mit unserer Musik der Geld verdienen, weil unsere Frauen uns rausgeschmissen haben. Wir sind sozusagen mittellose Musiknomaden und hedonistische Glücksritter. Richtig, richtig. Aber habt ihr noch eure Ziegen? Unsere Ziegen mussten wir auf dem Weg verkaufen für den Wodka, weil wir nichts mehr hatten. Ich wollte wirklich, dass das ganze
ganze Internet sieht, ja? Das ist bestimmt ganz andere Sachen. Man, du hast das Loser-Instrument abbekommen, ne? Richtig. Auf jeden Fall, Alter. Oh Mann, wer kriegt denn die meisten Frauen? Er nicht. Ich krieg die meisten. Der Keyboarder. Natürlich. Das ist ein Witz. Nee, eigentlich sind wir, glaube ich, gut. Wir sind gut verteilt, oder? Nee, der Gitarrist kriegt die ganzen Männer, aber ich krieg die Frauen. Du machst bei Onkel Bernies Butze mit? Ja. Wir haben YouTube-Prominenz gefunden. Wir sind ja Kollegen quasi. Ja, wir sind quasi Kollegen. Kollegen, ja. Das stimmt. Ich bin bei Onkel Bernies Butze der Nachbar. Ich finde, man sollte auch mal darauf stolz sein, Nachbar zu sein. So. Ja. Und es geht auch echt verloren, diese ganze Nachbarsgeschichte. Man kennt ja seine Nachbarn nicht mehr. Na, erst wenn sie anfangen zu riechen. Ne? Gut, Jungs, danke. Tschüssi. Tschüss. Es ist ja ein bisschen weit draußen. Es ist im wunderschönen Marzahn. Ich finde das hier schön. Nazis? Nee, gar nicht. Also ist hier auch in dem Bezug nicht. Man denkt es immer so, ne? Ja, ist verrückt. Also das ist halt vor 10 Jahren irgendwann mal aufgekommen. Das ist wirklich so lange her, dass da hier irgendwie mal sowas war. Zwischendurch war auch irgendwie, ja, ganz viele Russen und so. Keine Ahnung, wer solche Gerüchte mal in die Welt setzt. Ich war hier mein ganzes Leben lang. Also ich bin hier aufgewachsen. Und jetzt wohne ich in Hellersdorf. Und es ist halt nichts hier, nichts, wogegen man was haben müsste. Also nur viele traurige Menschen, die jeden Tag zur Arbeit fahren und zu wenig Geld verdienen. Das stimmt leider. Ja, man hat halt hier relativ wenig junges Publikum tatsächlich. In der DDR haben sie das ja auch angebaut, hier Genau. um quasi Platz für die Bevölkerung zu schaffen. Ich meine, die meisten Leute sind dann hierher gezogen und sind halt wahrscheinlich auch einfach hier geblieben. So. Und die Kinder sind wahrscheinlich nach Mitte gezogen oder nach Friedrichshain, so wie man es ja kennt. Also alle Leute, die ich früher von hier kannte, sind halt auch weggezogen. Magst du mal was zum Haus erzählen? Also das war vorher hier Original Wolfen, das war so ein Filmhersteller in der DDR. Und als die Wende kam, haben die ja die ganzen alten Gebäude, Industriegebäude, die halt vorher im Staatsbesitz waren, an die TLG übergeben. Treue Handliegenschaftsgesellschaft. Die haben einfach das Haus hier so ein bisschen, vergammeln lassen, aber sie haben dann zwischendurch auch irgendwelche Mietverträge mit irgendwelchen Musikern geschlossen. Und irgendwann in 2004 kam das Bauamt und stellte ihr Brandschutzmängel fest. Wurden alle Mieter auf einmal gekündigt, halt vor allem alle Musiker. Und da war ganz schön Bambule. Ja, da haben sie das Haus besetzt und die Straße gesperrt. Und dann hat sich der Verein gegründet und einen Kredit bekommen von der Bank und deshalb ist das jetzt unser Haus. Cool. Also wie läuft das denn hier ab? Habt ihr immer offen, proben die hier quasi immer? Genau. 24 Stunden Genau, am Tag? unten gibt es einen Türcode und jeder Mieter kennt den. Und da kann man jetzt hier rein und raus. Das ist wie eine Wohnung, aber halt zum Lärm machen. Zum Lärm machen. Wie eine Wohnung zum Feiern. Aber inzwischen trägt sich das Ganze von alleine. Ja, auf jeden Fall. Sucht ihr im Moment noch Leute oder habt ihr eher zu viele? Also im Haus ist relativ voll. Also es ist immer willkommen, wenn ein paar Leute mehr mitmachen würden, so einfach sich ein bisschen mehr einbringen und so. Aber die Proberäume an sich sind voll. Da gibt es auch immer Wartelisten und so. Ich kann nicht mehr. Peace out, Alter. Schönen Abend doch. Ciao! Die Musiker schreien hier schon aus dem Fenster. Ich glaube, es wird Zeit für uns nach Hause zu gehen. Ich hatte aber sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Was ist denn eure Lieblingsrockband? Oder habt ihr auch eine Band? Schreibt mir das doch einfach unten in die Kommentare. Und wo sollen wir das nächste Mal bei Candy Trips hin? Schreibt mir das auch unten in die Kommentare. Vergesst nicht, den Channel zu subscriben. Hier könnt ihr meine anderen Videos sehen. Bis zum nächsten Mal.